Wir sind Tosca und Simona Doktorandinnen an der Uni Zürich und sind überzeugt, Wissenschaft soll für alle offen und nachvollziehbar sein. Gerade beim Thema Tierversuche, weil dabei das Wohl von leidensfähigen Wesen verletzt wird. Zu diesem Thema haben wir in einer Umfrage über 400 Fragen von Jugendlichen und Erwachsenen in der Schweiz gesammelt und beantworten sie in dieser Videoreihe. In meiner eigenen Forschung verwende ich gar keine Tierversuche. Wir machen alle unsere Experimente ausschließlich in vitro. Da arbeiten wir mit Gewebemodellen der menschlichen Lunge und des menschlichen Darms, manchmal auch mit der menschlichen Haut und schauen uns an, wie zum Beispiel Nanoplastik mit den Geweben interagiert. Heutzutage ist es vor allen Dingen so, dass in der Gesellschaft, aber auch in der Industrie und in der Wissenschaft es sehr vielen Personen daran gelegen ist, das Tierleid zu vermindern. Und deshalb wird auch mit Hochdruck daran geforscht, neue Methoden zu etablieren und die Methoden, die wir schon haben, immer besser zu machen, um die Forschung am Menschen oder für den Menschen präziser zu gestalten. Und deshalb wird es auch in der Zukunft hoffentlich mehr Methoden geben, mit denen wir die Tierversuche auch besser ersetzen können. Ci sono molte alternative alla sperimentazione sugli animali, per fortuna, che infatti hanno permesso di ridurre, direi considerevolmente, il numero di animali che utilizziamo. Quindi partiamo dai sistemi più semplici, in cui abbiamo magari sistemi cellulari in una piastra. Questi permettono di rispondere a delle domande molto specifiche, abbastanza semplici e sono veramente fondamentali per tanti aspetti della ricerca. Poi abbiamo per esempio gli organoidi, che sono dei mini organi tridimensionali formati da cellule staminali che ci permettono di studiare magari il funzionamento di un organo specifico. Poi abbiamo per alcuni organi una tecnologia che si chiama organi su un chip, che sono veramente sistemi molto piccoli, più o meno di questa dimensione, in cui abbiamo degli organi appunto molto piccoli che vengono ricreati su queste strutture e possiamo anche studiare l'interazione tra due organi, per esempio, con questi sistemi. E in ultimo, e non meno importante, abbiamo tutte le simulazioni che vengono fatte al computer. Qui parliamo per esempio di studi in silico, quindi studi che non vengono nemmeno effettuati nel laboratorio, ma vengono effettuati appunto tramite simulazioni al computer. Welche von diesen Methoden tatsächlich eine Alternative zum Tierversuch darstellt, müssen dann die Forschenden selbst sorgfältig evaluieren. Ich bin Neurochirurg, ich operiere täglich Patientinnen und Patienten mit Erkrankungen des Nervensystems. Die Gefäße, die wir zusammennähen müssen, sind in Millimeter- und Submillimeter-Bereich. Und zum Beispiel die Fäden, die wir benutzen, um diese Gefäße zusammenzunähen, sind dünner als menschliche Haare. Diese wichtigen chirurgischen Fertigkeiten müssen außerhalb dem Operationssaal trainiert werden. Früher hat man dafür Tiere verwendet. Wir haben ein Modell eingeführt, das menschliche Patientenmodell, das den Chirurginnen und den Chirurgen erlaubt, diese mikrochirurgische Fertigkeit zu trainieren, ohne Tiere zu verwenden. Die Plazenta-Modell hat zahlreiche Gefäße unterschiedlichen Größen. Damit können die Chirurginnen und Chirurgen die Übungen mehrere Male wiederholen. Mit dem Plazenta-Modell kann man das frei präparieren, das Reparieren und das Zusammennähen dieser kleinen Gefäße trainieren. Im Plazenta-Modell können die Gefäße auch künstlich durchgeblutet werden. So simulieren wir die realen Bedingungen der Operationen. In der Schweiz gibt es eine relativ breite Palette, was alles zu Tierversuchen gehört. Unter anderem gehört auch die Ausbildung am Tier zu Tierversuchen. Das heisst, die Ausbildung von TiermedizinerInnen und Forschenden am lebendigen Tier gehört genauso dazu. Um das bestmöglichst zu reduzieren, versuchen wir, soweit es geht, Skills Lab zu nutzen, wo an Modell gewisse Fertigkeiten geübt werden können. Skills Lab ist ein Lernlabor, in welchem Studierende von der Tiermedizin praktische Fähigkeiten an Modell erlernen und auch üben können. Eine Alternative zu Tierversuchen sind die sogenannten systematischen Reviews. Dabei werden systematisch alle Studien zu einer Forschungsfrage gesammelt und evaluiert. Dabei kann man Studien aus der ganzen Welt zusammenbringen und vergleichen, was für Erkenntnisse schon gewonnen sind.
Ein solcher Review kann uns zum Beispiel zeigen, was für Erkenntnisse wir zu einer Krankheit oder einem Medikament von mehreren Studien schon gesammelt haben. Es kann auch die Evidenz von tierfreien Alternativen zeigen und uns erlauben, die Ergebnisse von Tiermodellen zu vergleichen. Damit können wir neue Experimente gezielter planen und hoffentlich weniger Tiere nutzen. In 2019 haben wir das Modell eingeführt und ab 2020 benutzen wir das Modell regelmäßig für das mikrochirurgische Training in unserem Lab. Mit diesem Modell haben wir komplett die Tiere ersetzen können. Nur in unserem Labor haben wir mit der Anwendung dieses Modells über 1000 Tiere retten können. Wir kooperieren auch mit anderen Institutionen und Simulation- und Forschungszentren, die dieses Modell benutzen für das mikrochirurgische Training. Wir teilen unsere Erfahrung mit, damit auch andere Institutionen auf Versuchstiere verzichten können. In vielen Bereichen stellen Alternative zum Tierversuch schon den Standard tatsächlich dar. Vor allen Dingen in der Grundlagenforschung, wenn wir uns einen bestimmten Zelltyp anschauen oder wenn Forschende an einem speziellen Gewebe im menschlichen Körper arbeiten, kann man schon sehr gut mit In-vitro-Modellen arbeiten. Aber auch in der Industrie zum Beispiel, wenn es darum geht, das Risiko von neuen Chemikalien zu beurteilen, kann man In-vitro-Modelle heutzutage gut einsetzen. Und in der Pharmaindustrie, wenn man sich jetzt anschauen möchte, wie ein neuer Wirkstoff auf eine menschliche Zelle wirkt, werden auch hier schon In-vitro-Modelle häufig eingesetzt. Sì, direi che molti laboratori stanno già utilizzando tantissimi di questi metodi alternativi di cui vi ho parlato. Direi che anzi la maggior parte dei laboratori, se fa ricerca animale, fa anche tutta una serie di ricerca in vitro o in silico per ridurre al massimo il numero di animali che vengono utilizzati. E questo per vari motivi. Innanzitutto per un motivo etico, nessuno vuole causare la sofferenza degli animali, e secondariamente anche perché al ricercatore stesso, a noi stessi che effettuiamo questa ricerca, comunque in qualche modo tocca anche emotivamente lavorare con gli animali, quindi vogliamo in ogni caso che la loro vita sia la più dignitosa possibile, caratterizzata dalla minor sofferenza possibile, e quindi facciamo di tutto per limitare gli esperimenti che conduciamo a livello dell'animale. Ich habe den Eindruck, dass es schon viel mit Alternativen zur Tierforschung geforscht wird, auch wenn es immer noch Herausforderungen gibt. Zum Beispiel ein systematisches Review kann sehr hilfreich sein, aber gleichzeitig ist es sehr zeitaufwendig, denn manchmal müssen Hunderte von Studien sorgfältig evaluiert werden. Deswegen in meiner Forschung verwende ich künstliche Intelligenzmethoden, um besseren Zugang zu diesen großen Mengen an Daten zu den Forschern Zugang zu geben. Mein Projekt wird durch das nationale Forschungsprogramm NFP 79 gefördert, was für die Advancing 3Rs, Tiere, Forschung und Gesellschaft steht. Dadurch werden auch viele andere Forschungsprojekte gefördert in dem Bereich. Ich besuche auch oft Veranstaltungen vom Kompetenzzentrum 3RCC, wo ich mich mit anderen jungen Forschern austauschen kann und neue Kompetenzen mir aneigne, die wichtig für mein Projekt sind. Für mich zeigt das, es gibt viel, das in der Schweiz schon läuft zu dem Thema, und es gibt ein wachsendes Netzwerk von Forschenden, die an dem Thema Alternativen interessiert sind und das versuchen, in ihre Forschung reinzubringen. Am erfolgreichsten wurden Tierversuche in der Kosmetikindustrie ersetzt. Da hat man vorher zum Beispiel, um herauszufinden, ob Cremes oder Shampoos Inhaltsstoffe beinhalten, die die Haut reizen oder die Augen reizen, hat man Tierversuche angewendet. Aber seit 2009 ist in der EU die Verwendung von Tieren in der Kosmetikindustrie komplett verboten. Das heißt, seit 2009 werden diese Versuche ausschließlich an In-vitro-Modellen durchgeführt. Direi che molti esperimenti si sono potuti abbandonare negli ultimi 10-20 anni, come dicevo, soprattutto tutti quelli più semplici, quelli che vogliono per esempio investigare come funziona specificatamente una cellula. Questo lo possiamo fare tranquillamente in vitro con dei sistemi cellulari. Oppure, come dicevo,
molte fasi della sperimentazione che controlla se un farmaco è dannoso o meno per l'uomo, tutti questi esperimenti possono essere fatti in vitro, e anche per esempio l'iniziale fase di sviluppo di molti farmaci viene fatto se non in vitro ma con molte simulazioni al computer, quindi questo ha veramente ridotto drasticamente il numero di animali che vengono utilizzati per questo tipo di ricerca. Also es gibt viele Forschungsbereiche, da sind Alternativen zum Tierversuch schon voll etabliert und stellen auch den Standard dar. Aber genauso gibt es auch Forschungsbereiche, in denen es heutzutage schwierig ist, sich den Tierversuch noch komplett wegzudenken. Das sind meistens Forschungsbereiche, wo es darum geht, wie etwas auf den kompletten Körper, auf den gesamten Organismus wirkt. Also das ist zum Beispiel der Fall bei Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Oder wenn wir zum Beispiel mit sehr komplexen Fragestellungen umgehen, wie zum Beispiel bei der embryonalen Entwicklung oder Prozesse, die sich bei uns im Gehirn abspielen, da sind In-vitro-Modelle noch nicht so weit, dass wir Tierversuche komplett ersetzen können. Die Aktivität unserer mikrochirurgischen Labor besteht aus Ausbildung und Forschung. Bezüglich Forschung ist unser Ziel die Entwicklung von neuen Simulatoren für verschiedene Operationen für mehrere Disziplinen, bei denen die Chirurginnen und die Chirurgen unter dem Mikroskop arbeiten. Für die Ausbildung können wir mit unseren Modellen Versuchstiere komplett ersetzen. Für die Forschung können wir mit unseren Modellen Versuchstiere nur reduzieren. Tatsächlich bleiben Versuchstiere notwendig, um komplexe Heilungsprozesse wie zum Beispiel Gerinnung oder Geweberegeneration beobachten zu können. Direi che al momento purtroppo no, non è possibile completamente eliminare la ricerca sugli animali. Questo perché, come ho detto in precedenza, lo studio di alcuni sistemi particolarmente complessi è veramente difficile da effettuare semplicemente magari con degli studi cellulari o delle simulazioni al computer. Io per esempio studio il comportamento, quindi studio come l'animale apprende, come cambia il comportamento a seconda di determinati stimoli, eccetera, eccetera. E questa è una cosa che veramente non è possibile fare nelle cellule singole e non è neanche possibile fare con delle stimolazioni al computer. Quello che si fa già è si cerca di ridurre al massimo gli esperimenti che devono essere condotti negli animali e fare tutto quello che si può fare senza animali e senza animali. Alternativen zu Tierversuchen werden heutzutage bereits in vielen Bereichen eingesetzt, wie wir in diesem Video gesehen haben. Dennoch gibt es weiterhin Gebiete, in denen tierfreie Forschung noch nicht vollständig möglich ist. Fortschritte in der Entwicklung von Alternativen zu Tierversuchen werden von Förderorganisationen unterstützt und von zahlreichen Forschenden aktiv vorangetrieben.